In einer Kathedrale in Belgien sitzt ein Engel auf einem Felsen. Er ist nicht weiß gekleidet. Er trägt keinen Heiligenschein. Er ist fast nackt. Er ist gefesselt. Und er ist so schön, dass eine Kirche vor fast 200 Jahren einen anderen Engel entfernen ließ, weil der erste zu verlockend war. Der erste Luzifer. Zu vollkommen, zu menschlich. Die Bischöfe hatten Angst. Die Frauen kamen nur noch wegen ihm. Die Predigten interessierten niemanden mehr. Also bestellten sie einen neuen, einen gemäßigten, einen gezähmten Teufel. Sie bekamen das Gegenteil. Schau dir diese Skulptur an. Saint-Paul-Kathedrale, Lüttich, weißer Marmor, 1848. Ein Mann sitzt auf einem Felsen. Seine Hände sind angekettet, die Knie zusammengezogen, der Kopf leicht zur Seite geneigt. Und hinter ihm, wie ein Heiligenschein, entfalten sich 2 riesige Flügel. Aber es sind keine Engelflügel. Sie sind häutig, geädert, die Flügel einer Fledermaus. Du brauchst einen Moment, um zu verstehen, was du siehst. Das Gesicht stimmt nicht für einen Teufel. Der Körper ist zu vollkommen. Und dann siehst du es. Am linken Auge eine Träne. Aus weißem Marmor, gemeißelt, eine einzige Träne. Wer weint hier und warum? Für mehr verbotene Schönheit abonniere Abgrundgalerie. Lüttich, 1794. Französische Revolutionstruppen marschieren in die Stadt. Sie finden eine der mächtigsten Kathedralen Europas. Saint-Lambert, 800 Jahre Geschichte. Ein gotischer Bau, größer als Notre Dame in Paris. Die Revolutionäre hassen sie. Sie reißen sie ab, Stein für Stein. Über 30 Jahre lang. Der letzte Pfeiler fällt 1827. Was bleibt? Ein leerer Platz im Zentrum von Lüttich. Eine Wunde, die nicht heilt. Aber Lüttich braucht eine Kathedrale. Napoleon entscheidet. 1801. Eine kleinere Kirche soll den Rang übernehmen. Saint-Paul, eine ehemalige Kollegiatskirche. Klein, bescheiden, nicht für eine Kathedrale gebaut. 3 Jahrzehnte später beginnt der Wiederaufbau. Eine neue Würde muss her. Eine neue Kanzel. 1837 kommt der Auftrag. Antwerpen, 1805. Eine Bäckerfamilie an der Schelde. 9 Kinder. 6 werden Bildhauer. Eine ganze Kunstdynastie aus einer einzigen Küche. Die Geefs-Brüder. Guillaume, Joseph, Jean, Theodore, Charles, Alois. Guillaume ist der Älteste. Königlicher Hofbildhauer eines Landes, das es vor seiner Geburt nicht gegeben hat. Belgien, 1830. 3 Wochen Straßenkampf in Brüssel. Dann ein neues Königreich. Eine neue Hauptstadt, eine neue Identität. Und ein neues Land braucht weißen Marmor. Denkmäler, Helden, Märtyrer, Statuen. Guillaume bekommt die Aufträge. Er ist überall. Er ist das Gesicht des neuen Belgiens. Und ihn fragt die Kirche von Lüttich. Er soll die neue Kanzel entwerfen. Prächtig, gotisch, würdig der zerstörten Vorgängerin. Das Thema ist vorgegeben. Der Triumph der Religion über das Genie des Bösen. Aber die zentrale Figur, der gefallene Engel an der Basis der Treppe, geht an seinen jüngeren Bruder. Joseph, 28 Jahre alt, hat soeben den Prix de Rome gewonnen, eine Goldmedaille beim Pariser Salon, ein Talent, das Guillaume erkennt. Joseph macht sich an die Arbeit. 6 Jahre. 1842 ist die Skulptur fertig. 1843 wird sie aufgestellt. Joseph nennt sie L'Ange du Mal, der Engel des Bösen. Was dann passiert, hatte Joseph nicht erwartet, sein Bruder auch nicht.
Niemand in Belgien hatte es erwartet. Und die Kirche gerät in Panik. Bischof Cornelis, Richard Anton van Bommel, sieht sie. Er sagt einen Satz, der in die Geschichte eingeht. Dieser Teufel ist zu erhaben. 4. August 1844. Die Lokalzeitung wird konkreter. Die Skulptur, schreibt ein Journalist, lenke die hübschen, reuevollen Mädchen ab. Sie kämen nicht mehr wegen der Predigt, sie kämen wegen Luzifer. Ein Bildhauer, gerade 35 Jahre alt, hatte den schönsten Teufel der Kunstgeschichte erschaffen. Und die Kirche musste ihn entfernen. Sie wandte sich an seinen Bruder. 6 Jahre später steht eine neue Figur in der Kathedrale. Auf demselben Felsen, in derselben Haltung, aus demselben Marmor. Diesmal von Guillaume. Der ältere Bruder soll das Problem des Jüngeren lösen. Er soll dem Teufel die Verführung nehmen. Der Bischof will keinen Adonis mehr. Er will eine Warnung. Was Guillaume liefert, ist etwas anderes. Aber bevor du seine Antwort siehst, schau zuerst auf das, was die Kirche zerstören wollte. Joseph hatte einen Adonis gemeißelt, fast nackt. Nur ein dünner Schleier streift die Lenden, die Hüften geschwungen, die Schenkel offen, die Fledermausflügel weit geöffnet. Sie umarmen den Körper wie eine Mandorla. Und der Blick, das ist der entscheidende Punkt. Josephs Luzifer schaut nach unten, auf seinen eigenen Körper. Er betrachtet sich selbst, nicht mit Scham, mit Bewusstsein, mit Zufriedenheit. Das ist es, was die Kirche nicht aushielt. Nicht die Nacktheit, den Blick. Ein Wesen, das sich selbst betrachtet und gefällt, was es sieht. Josephs Botschaft, ob gewollt oder nicht. Schönheit ist keine Sünde. Schönheit ist Schönheit, auch wenn sie dem Teufel gehört. Das ist zu viel für Van Bommel. Raus mit dem Teufel. Jetzt schau auf Guillaumes Antwort. Auf die Skulptur, die bis heute in der Kathedrale steht. Le Génie du Mal. Auf den ersten Blick erschreckend ähnlich. Derselbe Felsen, dieselbe Sitzhaltung, dieselben Fledermausflügel. Beide fast lebensgroß. Kunsthistoriker vermuten, beide Brüder haben dasselbe menschliche Modell verwendet. Aber jetzt schau genauer. Schau auf den Stoff. Bei Joseph fließt er leicht, diskret. Die Hüften bleiben sichtbar. Der Körper ist das Hauptthema. Bei Guillaume hängt der Stoff anders. Er kommt von der rechten Schulter. Er sammelt sich auf der rechten Seite. Er fließt schwer über die Oberschenkel. Er bedeckt mehr. Aber er ist nicht bescheiden gemeint. Er ist dramatisch. Er lenkt den Blick auf das, was er bedeckt, indem er die Aufmerksamkeit genau dorthin zieht. Schau auf den Körper. Guillaume hat mehr Muskeln gemeißelt, mehr Definition. Die Brust, die Oberarme, die Waden, alle durchgearbeitet. Schärfer als bei Joseph, präziser. Der rechte Arm ist angehoben, der Oberarm gespannt. Eine Geste der Abwehr gegen eine göttliche Strafe, die noch kommen wird. Schau auf den Kopf. Er ist leicht zur Seite gedreht. Die Augen schauen weg. Nicht auf den eigenen Körper wie bei Joseph. Weg, als wäre der Anblick des Himmels unerträglich. Das ist der Unterschied zwischen den zwei Luzifers. Josephs schaut auf sich, Guillaumes schaut weg. Bei Joseph Stolz, bei Guillaume Scham. Schau jetzt auf das Gesicht. Guillaumes Gesicht ist schmaler, die Züge sind schärfer, der Mund ist leicht geöffnet, gequält. Und da, am linken Auge, eine Träne. Guillaume hat sie in den Marmor gemeißelt. Eine einzige Träne, weißer Stein. Und trotzdem, wenn das Licht der Kirchenfenster darauf fällt, wirkt sie feucht. Das ist das handwerkliche Zentrum dieser Skulptur. Jemand hat Marmor dazu gebracht zu weinen. Wer weint hier?
Wer ist das? Das 19. Jahrhundert hatte eine Antwort. Eine, die der Bischof nicht hören wollte. In der Romantik war Luzifer kein Monster. Er war eine tragische Figur. Der stolzeste der Engel. Der klügste. Derjenige, der Nein sagte, als alle anderen Ja sagten. Und der dafür ewig büßt. John Milton hatte diesen Luzifer in Paradise Lost beschrieben. 1667. Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen. Lord Byron griff den Faden auf. Sein Cain, 1821. Ein Luzifer, der dem Menschen die Wahrheit sagt, während Gott schweigt. Eine ganze Generation verliebte sich in den Verlierer der Schöpfungsgeschichte. Guillaume Geefs kannte diese Texte. Er hat sie in Marmor übersetzt. Aber hier ist die Frage, die Kunsthistoriker bis heute Streit lässt. War Guillaume gehorsam oder hat er die Kirche überlistet? Der Auftrag verlangte einen weniger schönen Teufel. Guillaume meißelte einen schöneren, größere Muskeln, schärfere Züge, ein Gesicht, das leidet und im Leiden noch verführerischer wirkt als Josephs stolzes Selbstbild. Die Kirche bekam einen Heiligen im falschen Bild. Schau jetzt auf die Hörner. Klein, kaum sichtbar im lockigen Haar. Das ist kein zufälliges Detail. In der christlichen Ikonographie haben Teufel Hörner. Aber in der antiken Tradition, bei Göttern, bei Moses, bei Sonnengottheiten, sind Hörner Lichtpunkte, Strahlenkronen, Zeichen von Macht und Heiligkeit. Michelangelo hat Moses mit Hörnern geschnitzt, aus einer Fehlübersetzung des Hebräischen. Das Wort für Strahlen und Hörner war dasselbe. Guillaumes Hörner sagen beides gleichzeitig. Teufel und einmal Engel. Schau auf die Ketten, rechter Knöchel, linkes Handgelenk. Sie sind aus Marmor, aber sie wirken schwer. Stein, der wie Metall aussieht. Die Ketten sind kein Symbol, sie sind der Beweis. Dies ist kein freies Wesen. Es sitzt. Schau auf den Boden. 3 Gegenstände. Der Apfel mit Bissspur, nicht ganz gegessen, hingeworfen. Der Moment, in dem alles verloren war, dieser Apfel liegt da als stummes Objekt. Er ist das, womit es anfing. Das Zepter, zerbrochen, die Spitze abgebrochen, neben den Ketten. Als Engel des Morgenlichts, Luzifer bedeutet Lichtträger, trug er dieses Zepter. Die Sternspitze ist noch erkennbar, das Zeichen des Morgensterns. Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Das Zepter liegt da, zerbrochen, keine Macht mehr, keine Herrschaft und die Krone, abgestreift, neben der rechten Hüfte gehalten, nicht weggeworfen, gehalten. Das ist das einzige Detail, bei dem die Figur noch hält, was einmal ihr gehörte. Nicht das Zepter, nicht den Apfel, die Krone, als könnte sie es noch nicht loslassen. Schau noch einmal auf die Flügel. Sie umarmen den Körper von hinten, wie ein Kokon, wie Schutz. Die Treppengeländer der Kathedrale wiederholen den Schwung der Flügel. Bogen um Bogen, als wäre die Architektur des Raums um ihn herum gebaut worden, um ihn zu halten. Guillaumes Luzifer sitzt nicht in der Kirche wie ein Geständnis. Er sitzt dort wie ein Gefangener, ein schöner, weinender, einstmals mächtiger Gefangener. Die Kirche hat den Verführer verbannt. Sie wollte den Bezähmten. Sie bekam einen tragischen Helden. Und das ist nicht alles, was sie nicht erwartet hat. Joseph Geefs hatte den Auftrag verloren, aber sein Verbannter Luzifer wurde berühmt. In ganz Europa. Großherzog Karl Friedrich von Sachsen-Weimar bestellte eine Marmorkopie. Bereits 1842, bevor das Original überhaupt aufgestellt war. Eine Version reiste nach Weimar. Sie stand jahrzehntelang im Residenzschloss, in Goethes Stadt, im Herzen der deutschen Romantik. Ein 3. Abguss ging an Bernhard August von Lindenau in Altenburg. Astronom, Staatsmann, Sammler. Das heutige Lindenau-Museum besitzt ihn noch. Wilhelm II.,
König der Niederlande, kaufte das ursprüngliche Marmororiginal. 3000 Gulden. Eine Summe, die ein Beamter in 5 Jahren nicht verdiente. Erst 1864 kaufte der belgische Staat ein Exemplar, direkt aus Joseph Geefs eigener Werkstatt. Es hängt heute in Brüssel, offiziell anerkannt als Höhepunkt der romantischen Skulptur. Die Kirche wollte ihn loswerden, die Welt wollte ihn behalten. Und in Lüttich, dort steht Guillaume. Was die Kirche nicht ahnte, als sie ihn beauftragte: dieser Luzifer würde nie aufhören zu wirken.